Die ersten Sonnenstrahlen kommen wieder raus. Zeit für den Frühjahrsputz für dein Auto. Ich zeige dir heute die wichtigsten Dinge, die du unbedingt beachten musst, um dein Auto schön sauber zu bekommen, ohne es zu zerkratzen. Punkt Nummer 1. Dir geht es wahrscheinlich wie die meisten. Eine Handwäsche im Winter ist ultra unangenehm und manchmal gar nicht möglich, weil einfach alle Waschboxen zu haben, weil das Wasser gefrieren würde. Das heißt, vielleicht bist du im Winter durch die Waschstraße gefahren oder hast das Auto einfach nicht so gut gepflegt und dann entsteht natürlich ein Verschmutzungszustand, der nicht mehr so einfach mit einer Basiswäsche, mit einer einfachen Unterhaltswäsche zu reinigen ist. Gerade wenn du ein Waschstraßennutzer bist oder warst, solche unterschnittenen Kanten oder auch vorne die Ecken und Kanten um den Kühlergrill, hinten die Kofferraumklappe, wo die Griffmulde ist zum Öffnen des Kofferraums. Dort sind alles so Bereiche, wo die Waschstraße nicht rankommt, die dann besonders dreckig werden und eindrecken, genauso wie die Felgen. Das heißt, hier müssen wir Hand anlegen. Punkt Nummer 2, die richtige Pflege solch verschmutzter Felgen. Wenn du da jetzt einfach Felgenreiniger nimmst, den drauf sprühst, dann verschenkst du seine Wirkung, weil die Felgen so schmutzig sind, dass der Felgenreiniger es gar nicht schafft, durch den ganzen Schmutz bis auf die Felge durchzudringen. Das heißt, hier müssen wir erstmal eine Vorreinigung vornehmen, einmal klar spülen, um die losen Partikel zu entfernen. Am besten einen Vorreiniger zusammen mit dem ganzen Auto drauf sprühen, damit der Schmutz entfernt wird und dann gehen wir speziell an den Bremsstaub, den Abrieb mit einem Felgenreiniger, um die Felge wirklich wieder auf Hochglanz zu bekommen. Punkt Nummer 3 ist die allgemeine Vorreinigung. Und auch hier, man sieht schön, wie hier Läufer runtergelaufen sind. Eigentlich ist der Lack grau, nicht anthrazitfarben. Das heißt, würden wir jetzt hier einfach direkt einen Vorreiniger raufknallen, würde er natürlich ein bisschen Schmutz wegnehmen. Aber auch bei so einer Schmutzschicht schafft er es nicht effektiv zu wirken. Deswegen hier ausnahmsweise erst eine nasse Reinigung, also einfach mit dem Hochdruckreiniger das ganze Auto abspülen, dann mit dem Vorreiniger drauf, Wirkzeit beachten und dann geht es weiter an die Handwäsche. Punkt Nummer 4. Vergiss nicht den Unterboden. Wenn du die Möglichkeit hast, irgendwo an eine Unterbodenwaschlanze ranzukommen, sehr gut. Ansonsten versuch einfach mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen in die Knie zu gehen und so gut wie es geht, den Unterboden abzuspülen. Falls du im Winter die Waschstraße genutzt hast, hast du den einzigen Vorteil der Waschstraße genossen. In der Regel wird deine Unterbodenwäsche durchgeführt. Von daher da nicht ganz so der Fall. Wenn du wenig gepflegt hast oder nur an der SB-Box abgeduscht hast, solltest du auf den Unterboden besonders achten. Punkt Nummer 5. Achte darauf, dass du einen Vorreiniger benutzt, der auch ein bisschen Zeit hat, auf dem Lack zu wirken. Wenn du an der Waschbox wäschst, gibt es viele Waschboxen, die per Hochdruckreiniger aufbringen. Das bringt natürlich nichts, weil er gleich abgespült wird. Das heißt, wir brauchen Wirkzeit. Vielleicht hast du das Glück, dass du eine Waschbox mit Schaumlanzenfunktion hast. Falls nicht, besorg dir einfach einen Schaumsprüher und dann geht's. Hand anlegen und selbst pumpen und aufsprühen, weil wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, dass der Vorreiniger den noch vorhandenen Schmutz anlösen kann. Punkt Nummer 6. Wenn ihr sehr große Bremsbacken bzw. Bremsscheiben habt und nicht gut hinterkommt, rollt euer Auto ein Stück vor bei der Felgenreinigung, dann kommt ihr auch überall ran. Punkt Nummer 6. Benutzt zur Felgenreinigung passendes Werkzeug und bitte nicht das gleiche wie für den Lack. Nutzt gerne eine Felgenbettbürste, die gibt es in verschiedenen Größen, je nachdem wie groß der Abstand zwischen Bremsscheibe und Felgenrand ist sozusagen.
Und wenn eure Bremsbacken zu nah am Felgenrand sind und ihr mit keiner Bürste dahinter kommt, fahrt das Auto einmal ein Stück vor, dann ist die Felge komplett perfekt sauber. Nutzt auf jeden Fall auch einen separaten Felgeneimer, damit da gar keine Gefahr besteht, dass Kontaminationen von den Felgen an den Lack kommen. Ich nutze einfach Autoshampoo drin, einfach um die Gleiteigenschaften zu erhöhen und damit den Reinigungseffekt zu verstärken. Wenn ihr besonders gründlich sein wollt, reinigt auch die Speichen von hinten. Dafür könnt ihr ein Tuch nehmen oder ihr geht einfach mit behandschuhten Fingern einmal hinten lang. Das reicht, um den Dreck anzulösen und der gelöste Dreck auf der Rückseite wird damit was einfach weggespült. Punkt Nummer 7. Schafft euch beim Waschen, sowohl beim Abspülen mit dem Hochdruckreiniger als auch bei der Handwäsche ein System. Das heißt, arbeitet von oben nach unten in geraden Bahnen gleichmäßig und nicht kreuz und quer. So geht ihr sicher, dass ihr wirklich jeden Bereich erreicht. Punkt Nummer 8. Benutzt für die Handwäsche geeignete Werkzeuge, das heißt Mikrofaserhandschuh entweder in dieser langflorigen Version oder als Chenil-Variante, also mit diesen Zotteln dran. Das hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ganz wichtig, bitte nicht die Waschbürste an der Waschbox benutzen. Es gibt zwar einen kleinen Trick für die Unterhaltspflege, aber den wollen wir hier gar nicht besprechen. Für das Fahrzeug, bei dem Zustand brauchen wir auf jeden Fall einen Waschhandschuh. Hochqualitative Waschhandschuhe kriegt ihr im Online-Shop für unter 10 €. Die wir hier verwenden, haben wir euch unten verlinkt. Bei sehr verschmutzten Fahrzeugen empfehlen wir immer die Multi-Wash-Method, also auf Deutsch die mehrere Waschhandschuh-Methode. Das heißt, wir spülen die gar nicht in einem Eimer aus, sondern verwenden einen Eimer mit Autoshampoo drin und haben da einfach genug Handschuhe, meistens sind es so 4 bis 5, vielleicht auch mal 6, 7, die wir benutzen. Das heißt, wir waschen mit einer Seite, bis diese schmutzig ist, gucken regelmäßig in den Handschuh, drehen ihn um. Wenn die zweite Seite schmutzig ist, kommt der Handschuh auf die Seite, wird gewaschen und ist wieder einsatzbereit. So haben wir nie Kontakt zwischen schmutzigem Wasser, irgendwelchen Dreckpartikeln, einem sauberen Handschuh und dem Lack. Das ist meiner Meinung nach die beste Methode, um stark verschmutzte, aber dennoch gepflegte Fahrzeuge zu waschen. Punkt Nummer 8. Nach der Hauptwäsche geht es an die Ecken und Kanten, die schmal sind. Nutzt dafür am besten so einen Supersoft-Pinsel, da kann man einen Kosmetikpinsel nehmen oder diesen speziellen hier mit einer Kunststoffeinfassung, auch den findet ihr unten verlinkt. Dafür können wir jetzt den Eimer benutzen, den wir nicht mehr brauchen. Der ist ja noch wunderbar sauber, denn es kam ja kein Waschhandschuh damit rein. Und dann gehen wir vorsichtig ohne Druck mit dem Pinsel durch die Ecken und Kanten, wo wir mit dem Waschhandschuh nicht rangekommen sind. Zwischendurch immer ausspülen und dann geht es weiter. Tipp Nummer 9. Nutzt für die Einstiege, wenn ihr euch zutraut, einen Hochdruckreiniger zum Vorspülen. Falls nicht, nehmt gerne auch so einen Chenil-Zottelhandschuh. Der hat den Vorteil, dass er den Schmutz aufnimmt und ihr könnt den auch zwischendurch mal unterm Hochdruckreiniger ausspülen oder am Eimer ausspülen. Man kann es natürlich auch mit dem Pinsel machen, auch mit so einem weichen, aber der Pinsel hat den großen Nachteil, dass die Fasern den Schmutz nicht aufnehmen, sondern ihn über die Oberfläche reiben, was dann natürlich wieder für Kratzer sorgt. Punkt Nummer 10. Die Abdeckung der Scheibenwischerarme erreicht ihr am besten nicht von oben, von der Frontschutzscheibe aus, Windschutzscheibe meine ich, sondern indem ihr einfach die Motorhaube öffnet. Dann kommt ihr da mit einem Pinsel oder Waschhandschuh wunderbar runter und könnt das hier alles schön sauber machen. Punkt Nummer 11, wenn auf eurem Auto kein Lackschutz vorhanden ist oder der Winter ihn gekillt hat, also nur eine Wasserlache da ist, nutzt am besten eine sogenannte Nassversiegelung. Das sorgt einfach dafür, dass das Wasser abperlt, du das Auto leichter trocknen kannst. Und auch hier gleich der nächste Trick, nutzen Quick Detailer als Trockenhilfe. Erstens sorgt das dafür, dass das Trockentuch das Wasser besser aufnehmen kann. Zweitens werden leichte Kalkränder gleich mit entfernt. Und drittens hast du jedes Mal einen frischen Lackschutz auf dem Lack, der bis zur nächsten Wäsche hält.
Wenn du die Möglichkeit hast, nutz beim Waschen gerne zum letzten Abspülen einen Gartenschlauch. Einfach ein Stück Schlauch abschneiden und so abspülen. Das fließende Wasser ohne Druck sorgt dafür, dass der vielleicht verbleibende Schaum aus den Ritzen und Kanten besser rausgeschwemmt wird und dass der Lack deutlich trockener ist durchs Abspülen sozusagen, weil dieser Wasserschwall besser mit abfließt als dieser Sprühnebel vom Hochdruckreiniger. Wenn du in einer SB-Box wäscht, hast du die Möglichkeit nicht, dann ignoriere Punkt Nummer 12. Punkt Nummer 13, um sicher zu gehen, dass du keine Wasserflecken, keine Wasserläufe hast, guck, ob du an deiner Waschbox oder bei dir zu Hause Druckluft nutzt zum Nachtrocknen. Alternativ fahr mal ein Stück, auch ein bisschen schneller, dass aus den ganzen Ecken und Kanten das Wasser rauskommt. Lenk mal ein bisschen rechts und links ein bisschen heftiger und bremst ein bisschen doller, dann kommt das ganze Wasser raus. Dann kannst du nochmal, wenn du zu Hause bist, nochmal mit dem Quick Detailer die restlichen Wasserränder wegmachen. Ansonsten tut Druckluft natürlich den besten Job in dem Fall, dann ist gleich alles trocken. Jetzt kennst du die Punkte, auf die du unbedingt achten solltest, wenn du dein Auto nach längerer Zeit mal wieder intensiv wäscht. Natürlich ist es erstmal ein bisschen Aufwand, aber wir wollen eine gründliche Reinigung erzielen und dabei den Lack nicht zerkratzen. Deswegen müssen wir einfach viel Zeit und viel Wasser und viel Hilfsmittel aufwenden, damit der Lack nach einem harten Winter wieder so schön dasteht wie vorher. Jetzt bist du an der Reihe, dein Auto gepflegt zu halten, damit es nicht jedes Mal in diesen Aufwand ausartet und du deine Wäsche in einer halben Stunde bis Stunde locker durchkriegst. Ich danke dir fürs Zuschauen, abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!